Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ich Aquarell-Blumenillustrationen male und zeige euch auch so ein bisschen die Basics, also was ihr wissen solltet, wenn ihr mit Aquarell arbeiten möchtet. Mit diesem Video startet jetzt auch eine neue Serie auf meinem Kanal, die heißt Paint With Me, und in jedem Video bekommt ihr eine Step-by-Step-Anleitung zu verschiedensten Motiven, über die ihr abstimmen könnt. Also auf jeden Fall bis zum Ende dranbleiben, denn dann könnt ihr über das nächste Video abstimmen. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an Pandora, denn die unterstützen mich und sponsern diese Videoserie, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und mehr dazu erzähle ich euch später. Ich habe heute den Schmuck auch von Pandora um. Es gibt so ein paar Sachen, die man für Aquarellmalerei braucht. Es gibt ja die ganz klassischen Aquarellkästen. Genauso kann man aber auch Aquarellstifte finden oder Aquarellfarben in Tuben. Ich werde jetzt hier mit Aquarellfarbe in so einem ganz normalen Kasten, also in so kleinen Tiegelchen arbeiten. Dann braucht ihr Aquarellpapier. Aquarellpapier hat immer so eine leichte Prägung, also die Oberfläche ist rau und es ist auch ein sehr, sehr festes Papier. Das braucht ihr, weil ihr mit sehr, sehr viel Wasser arbeitet. Deswegen darf das Papier eben nicht wasserdurchlässig sein. Und gerade wenn da so eine Prägung ist, dann kann das Wasser da auch viel besser einsickern. Und weil es eben so eine wasserbasierte Technik ist, braucht ihr auch Pinsel, die das Wasser gut aufnehmen können. Das sind meistens so ja etwas bauchige Pinsel, die spitz zulaufen. Und da kann man eben ganz viel Wasser mit auftanken und dann auf den Aquarellblock auftragen. Was die Motive angeht, gibt es ja unzählige Varianten, wie man Blumen malen kann. Manchmal sind die sehr komplex und sehen ja etwas naturalistischer aus, aber dann gibt es auch sehr, sehr vereinfachte Versionen von Blumen. Und ich zeige euch heute mal so verschiedenste Variationen, also verschiedenste Techniken, wie man Blumenmotive malen kann. Und zwar starte ich dabei mit den einfachen Motiven und arbeite mich dann Schritt für Schritt vor, dass es halt immer schwieriger wird, sodass für jeden, egal wie lange ihr schon mit Aquarell arbeitet, was dabei ist. Um generell erstmal so ein Gefühl für die Aquarellfarbe zu bekommen, mische ich die hier an. Und da mache ich das so, dass ich zuerst ins Wasser gehe, mit dem Wasser dann die Farbe anmische und dann auf meinem Aquarellkasten, da gibt es meistens immer so Flächen, die Farbe dann da eben anmische. Also dann gehe ich wieder ins Wasser und nehme eine zweite Farbe dazu, mische die beiden zusammen an, eben auf dem Aquarellkasten, aber nicht in den Farbpfännchen. Jetzt trage ich die Farbe auf, indem ich erst weniger Druck ausübe, dann mehr und dann lasse ich wieder nach. Und so bildet sich eben eine kurvige Form, die ihr kontrollieren könnt, indem ihr eben den Druck variiert, mit dem ihr den Pinsel auf die Fläche drückt. Hier hilft es auch, den Pinsel schräg zu halten, weil ich da immer finde, dass man dann eine größere Fläche eben abdeckt beim Malen. Wenn man halt nur mit der Spitze malt, hat man dann demnach einen sehr, sehr dünnen Strich. Und das ist halt praktisch, wenn man später die Stiele der Blumen malt. Ich zeige es hier jetzt nochmal genauer, und zwar setze ich den Pinsel zuerst mit der oberen Spitze auf. Ich habe den in so einem Winkel, und während ich Druck ausübe, gehe ich weiter nach unten, und je weiter ich dann nach unten gehe, desto weniger Druck kommt wieder dazu, sodass dann eine lange Form entsteht, die spitz nach unten läuft. Man kann dann noch ein bisschen mehr Pigment auftragen an einer Seite, dass man halt so einen Farbverlaufeffekt bekommt. Und da kann man jetzt natürlich auch noch verschiedene Formen machen, zum Beispiel sehr bauchige Formen, die halt mehr rund sind. Man kann auch noch mal von der anderen Seite die Form umrunden. An sich gibt es da keine Regeln, aber so diese Methoden helfen einem schon am Anfang dann die Form zu finden und sich ein bisschen an die Form zu gewöhnen. Erstmal einen Strich und dann kann man einen zweiten daneben machen und so ein bisschen Lücke lassen, sieht auch immer ganz schön aus. Und das üben wir jetzt ein paar Mal. Zum Mischen der Farbe nehmt ihr euch den ersten Farbton. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Gelb. Gehe also erst ins Wasser, dann in die Farbe und dann mische ich beides zusammen auf der Palette an. Dann ziehe ich hier zuerst einen Strich, der nach links gebeugt ist. Gehe nochmal in das Wasser, um weniger Pigment auf dem Pinsel zu haben, und mache dann das gleiche nochmal nach rechts gebeugt. Und dann fließt das Pigment von der linken Seite auf die rechte Seite. Und wenn das getrocknet ist, sollte euch das einen Farbverlauf geben. Das kann man auch mit zwei verschiedenen Farben machen. Also ihr geht zuerst in euer Gelb. Und jetzt kann man zum Beispiel ein bisschen Rot auf den Pinsel tun. Ich mische das immer schon ein bisschen mit Gelb an, dass die Farbe nicht zu unterschiedlich aussieht. Und dann mache ich das Ganze nochmal von rechts. Solange das Ganze hier nass ist, vermischen sich die Farbpigmente auch noch. Also auch wenn das hier jetzt noch wie ein härterer Übergang aussieht, dauert das ein bisschen, bis man den fertigen Farbverlauf sieht, weil es eben noch trocknen muss.
Hier könnt ihr einfach auch erstmal austesten, welche Formen euch gut gefallen. Man kann natürlich neben diesen geschwungenen, blattähnlichen Blumen auch runde Formen wählen oder ganz spitze Formen oder einfach nur Punkten. Also da gibt es auf jeden Fall super viele verschiedene Möglichkeiten und auch nicht so ein richtig oder falsch. Also macht einfach das, was ihr schön findet und was sich für euch richtig anfühlt. Und jetzt könnt ihr auf jeden Fall schon mal so die Grundlagen für Blumenillustrationen. Als nächstes könnt ihr diese Formen, also die Blütenblätter, die ihr eben gemacht habt, auch kombinieren. Also zum Beispiel 3 der Blätter als Blüte zusammenfügen. Und so kann man sich halt eben Schritt für Schritt vorarbeiten. Und das wäre jetzt die nächste Schwierigkeit. Hierfür mische ich mir auch wieder zuerst einfach eine Farbe an. Ich verwende hier einen recht dünnen Pinsel, weil ich jetzt kleinere Blumen mache, also kleinere Blätter. Aber diesmal kombiniere ich die Blätter, also mal sie immer jeweils zum Beispiel in einer Dreierkombi aneinander. Hier kann man auch mal in der Intensität variieren. Ich finde es immer zum Beispiel ganz schön, wenn man verschiedene Blüten hat, also verschiedene Größen, verschiedene Farben. Es kann auch ein bisschen durcheinander sein. So sieht es einfach dann etwas natürlicher aus. Hier gibt es nicht so ein richtig oder falsch eigentlich. So in etwa könnte das aussehen und das lassen wir jetzt trocknen und dann kommt der Stiel dazu. Hier kann man jetzt auch variieren, also je nachdem aus welcher Richtung die Blume zu sehen ist, ob ihr sie von der Seite seht oder ob ihr von oben rauf schaut, sieht ja auch so eine Blume anders aus. Und das eben auch zu mischen, die mal in so verschiedene Richtungen schauen zu lassen, sieht auch immer ganz gut aus. Und jetzt könnt ihr einfach mal verschiedene Kombinationen von Blüten, Blättern und Stielen ausprobieren. Ich ändere hier immer die Farbe, einfach damit ich auch verschiedene Arten von Blumen malen kann. Also nehme nicht immer das gleiche Braun für den Stiel, sondern mache mal ein bisschen mehr Grün rein, mal etwas mehr Schwarz. Also einfach auch, um zu zeigen, dass es da Vielfalt gibt. Ich habe übrigens auch heute meinen Schmuck passend zum Thema Blumenillustration ausgewählt. Also ich habe verschiedene Ringe wo Blumen drauf zu sehen sind, die super süß ist, wie so ein Blumenkranz um den Finger. Ich habe ja vorhin erzählt, dass Pandora meine Videoreihe unterstützt, worüber ich mich sehr freue. Und ihr seht die Sachen auch jetzt beim Malen gerade. Ich trage heute verschiedene Armbänder, Ketten, Ringe, alles was Blumen eben dran hat. Das habe ich hier thematisch abgestimmt, passend zum Videothema. Ich trage einfach super gerne Schmuck und kombiniere auch verschiedene Armreife ganz oft. Armbänder und so weiter liebe ich eh. Ich trage immer meistens eine Hand in Silber und die andere in Gold. Also ich mixe auch immer super gerne die verschiedenen Farben. Und Pandora ist ja auch bekannt für die kleinen Charms, also die kleinen Anhänger, die man an die Armbänder anbringen kann. Und so kann man eben dann auch den Schmuck einfach personalisieren und selber gestalten. Auch hier habe ich kleine Blumenanhänger gefunden, die jetzt hier an meinen Armbändern baumeln. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auch verschiedene Farben an einer Hand kombiniert, also Gold und Silber. Ich mag das persönlich sehr gerne und so kann man zum Beispiel auch einfach an ein goldenes Armband silberne Charms tragen und umgekehrt. Also man kann einfach auch super viele verschiedene Varianten mit den Teilen schaffen. Ich habe euch mal hier ein paar Kombinationsmöglichkeiten gezeigt, wie ich sowas zum Beispiel tragen könnte, weil ich immer sehr, sehr viele Fragen zu meinem Schmuck bekomme. Ich trage einfach super viele auch Armbänder zusammen, übereinander, kombiniere Armreifen mit Armbändern und so weiter und so fort. Also besonders das Schichten nicht nur von Armbändern, sondern auch von Ringen oder zum Beispiel auch Ketten. Das finde ich immer richtig schön. Ich denke, da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Also wenn ihr in dem Video irgendwas seht, was euch gefällt, das ist alles von Pandora und ich habe euch einen Link in die Infobox gesetzt. Da könnt ihr euch auch noch alles selber angucken. Was auch immer schön sind so kleine Rosenillustrationen. Und die entstehen eigentlich immer in Halbkreise. Also man macht einen Halbkreis so und dann einfach darum wieder so kleine abgerundete Halbkreisstriche ziehen. Ja, wie so eine kleine Rose und das kann man natürlich dann auch in anderen Farben machen. Das hier wäre zum Beispiel mehr so eine Rose, die von der Seite zu sehen ist und das ist eben auch eine schöne Möglichkeit, um ja, Blumen zu malen. Ich habe passend zu meinem Schmuck auch im nächsten Bild, was ich jetzt male, die Formen mal aufgegriffen. Also man kann natürlich auch zum Beispiel jetzt ein kleines Motiv sich ausdenken, wo zum Beispiel Blumen in kleinen Blumentöpfen stehen. Das habe ich jetzt hier mal aufgezeichnet und hier mit Fineliner. Ich mag nämlich die Kombination von Fineliner und Aquarell, wie ihr wisst, sehr gerne. Deswegen sind hier kleine Blumentöpfe, die ich auch dann mit Aquarellfarben so ein bisschen schattiert habe. Hier könnt ihr wieder mit mehr Pigment, weniger Pigment arbeiten. Und dann habe ich da auch mit dem Fineliner kleine Blumen vorskizziert. Das ist auch eine ganz gute Variante,
um ein bisschen mehr das Illustrieren zu üben mit zum Beispiel Fineliner. Wenn ihr euch jetzt noch nicht sicher seid, das Ganze einfach mit Aquarellfarben ohne Vorskizze aufs Blatt zu bringen, dann ist das auch, finde ich, eine ganz schöne Möglichkeit, um sich ans ganze Aquarellthema mal ranzutasten. Hier habe ich so kleine Daisies, Gänseblümchen gemalt, eben mit Aquarellfarben, und kleine Blätterranken finde ich auch immer ganz süß und sehen voll schön aus, auch gerade mit Aquarellfarben. Ich bin ein großer Fan von sowas. Ich finde einfach die Kombi immer ganz schön. Und jetzt, um etwas mehr Übung reinzubringen, könntet ihr auch einfach mal auf ein Aquarellpapier alle möglichen Blumen, die ihr jetzt eben gelernt habt, auch mal aufmalen. Und da kann man eigentlich dann auch eine ganz gute Routine finden. Also ich finde, indem man sich immer mehr so an das Ganze rantastet, findet man irgendwann auch heraus, welche Blumenillustrationen einem gut liegen, welche man gerne malt, welche man schön findet. Und allgemein ist Aquarell wirklich auch Gewohnheitssache. Also wenn ihr mit der Erwartung rangeht, dass es sofort perfekt wird, dann scheitert man meistens. Und einfach indem man seine Erwartungshaltung runterschraubt und sich rantastet, wenn ihr ein bisschen erfahrener seid, was Aquarell angeht, habt ihr wahrscheinlich nicht so die Probleme damit gehabt. Aber trotzdem, gerade wenn ihr jetzt als Anfänger das erste Mal mit Aquarellfarben arbeitet, das ist auch immer am Anfang eher ungewohnt, wie bei allen Dingen, die neu sind. Deswegen würde ich euch empfehlen, einfach mal ein Blatt hinzulegen und Freestyle-mäßig einfach mal loszulegen, ohne sich irgendwie einen Druck zu machen, dass es jetzt perfekt sein muss. Ich habe noch eine weitere Blumenillustration für euch, und zwar findet ihr die auf Instagram. Da habe ich ein kleines Video, ein kleines Kunstvideo hochgeladen. Da gibt es auch ganz viele kreative Postings von mir. Da heiße ich einfach nur Jette. Schaut gerne vorbei, ich würde mich riesig drüber freuen. Lasst auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben da, wenn euch die Tutorials und meine Tipps geholfen haben. Ich habe euch hier auf der Abstimmung mal die Option für das nächste Video gegeben. Und zwar könnt ihr entscheiden zwischen Fashion Illustrations, dann könnte ich entweder ein Porträt malen, und die dritte Option wäre Galaxies illustrieren. Das sind die 3 Optionen. Ich bin sehr gespannt, was wir dann im nächsten Video malen werden. Nochmal vielen Dank an Pandora fürs Sponsern dieser Serie und dass ihr mich und meinen kreativen Content unterstützt. Der Link von Pandora ist in der Infobox, wie gesagt, und alles, was ich heute trage, also Ringe, Armbänder, Kette, findet ihr dort. Ich danke mich bei euch fürs Zuschauen, und dann könnt ihr mich auch sehr gerne abonnieren für mehr kreative Videos dieser Art. Auch nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und da sehen wir uns auch hoffentlich nächste Woche. Bis dann. Tschüss!